Hallo zusammen, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Für heute habe ich für euch einen Flow vorbereitet, der sich so ein bisschen auf die Hüften fokussiert, aber vor allem wollen wir heute mal den ganzen Körper durchbewegen, mobilisieren und natürlich auch stärken und kräftigen. Wir brauchen nichts außer eine Matte und eventuell, falls du zur Hand haben solltest, einen Yoga-Block. Geht aber auch ohne oder ansonsten kannst du ein dickes Buch oder sonst einen größeren Gegenstand nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Yoga-Session. Wir fangen direkt an im Kreuzsitz. Du kannst hier wieder mal, wenn du magst, die Beine andersrum verschränken, dass du auch hier schon mal einen Ausgleich hast. Die Sitzbeinhöcker gerne mit den Händen erden. Und dann bring die Hände auf deine Oberschenkel. Kannst du auch locker in den Schoß fallen lassen, was für dich jetzt spontan gemütlich ist. Die Schultern mal zu den Ohren nach oben holen und dann lass deine Schulterblätter schwer nach hinten und unten sinken. Auch den Scheitel vor den Hinterkopf so ein bisschen anheben, dass du die Wirbelsäule aufrichtest und eine schöne Länge findest. Um uns auf die Yogastunde einzustimmen, lass sie jetzt direkt mit deinen Augen zufallen und nimm dir so ein paar bewusste Momente lang Zeit, dich ganz hierher zu holen. Nimm hier mal deinen Körper jetzt in dieser ersten bewussten, aufrechten Sitzhaltung wahr. Spür dafür nochmal deine Sitzbeinhöcker und schau, dass du deine Sitzbeinhöcker richtig schwer nach unten in Richtung Boden fließen lässt. Von dort nimm hier die Länge und die Aufrichtung in deiner Wirbelsäule wahr. Beginn auch deine gleichmäßige Atmung ganz gezielt und bewusst wahrzunehmen und direkt auch schon langsam zu vertiefen. Mit deinen tieferen Atemzügen spür auch gleich die Länge und die Aufrichtung, die sich mit jeder Einatmung hier weiter vertieft. Werde mit jeder Einatmung groß, schieb dich nach oben und mit jeder Ausatmung lass alles Beschwerende, jeglichen Ballast hier los. Bleibst du noch für 5 bewusste Atemzüge, ganz für dich, um dich voll und ganz mit all den Gedanken hier in deine Yogastunde zu holen. Schau dir auch gerne noch einmal die Gedanken an, die dich schon so beschäftigt haben, heute den Tag über oder auch die vergangenen Tage. All diese Gedanken brauchst du jetzt für deine Yoga-Praxis erstmal nicht mehr und leg sie beiseite. Komm voll und ganz bei dir und deiner Atmung an. Und wenn du dann soweit bist, kannst du langsam deine Augen auch schon wieder öffnen. Greif dir dann einmal deine Knie von vorne, die Schultern fließen nochmal bewusst zurück und mit der nächsten Ausatmung lehne dich jetzt einmal lang nach vorne, auch der Nacken bleibt hier lang, sodass wir den Scheitel nach vorne schieben und dann beginnen wir mal Kreise zu zeichnen. Schau, dass du dich immer mit Länge nach vorne holst, ohne dabei nach vorne zu kippen und wenn du nach hinten kommst, runde deinen Rücken und hol dein Kinn zu deinem Brustbein und dein Nabel so weit als möglich nach innen Richtung Wirbelsäule. Du kannst dann auch schon langsam ein bisschen größer, ein bisschen dynamischer werden mit deiner Bewegung und auch hier die Schultern mal mitnehmen. Die Schultern ziehen zu den Ohren und dann roll deine Schultern wieder nach hinten und unten zurück. Dass wir auch hier schon gleich mal eine schöne Öffnung und Mobilität schaffen. Dann die Richtung auch schon wechseln, wieder lang nach vorne strecken und in die entgegengesetzte Richtung nach hinten und unten runden. Da spürst du wahrscheinlich schon auch jedes Mal, wenn du jetzt deinen Kopf loslässt und dein Kinn zum Brustbein heranziehst, dass du vor allem den Nacken, aber auch die gesamte Länge deiner Wirbelsäule, hier alle Muskeln schon mal so ein bisschen aufdehnen und lang strecken kannst. Letzter Kreis schon. Dann halte in der Mitte. Von hier aus kommen wir direkt weiter in den Vierfeldstand. Wir richten uns so ein, dass die Hände genau unter den Schultern sind, die Knie unter den Hüften und die Füße im selben Abstand dahinter. Auch hier nochmal gemütliches Aufwärmen und Aktivieren der Wirbelsäule, indem wir hier ein paar Mal dynamisch durch Kerl-Kau fließen. Der Fokus bleibt hier nochmal bewusst bei den Schultern, sodass du jedes Mal, wenn du jetzt nach vorne kommst, in die Kuh, hier die Schulter nach hinten nimmst, dein Brustbein anhebst und wir machen ein geführtes Hohlkreuz, bei dem wir aber immer noch das Core aktiv halten und den Bauch anspannen, dass wir nicht einfach
locker nach unten kollabieren, sondern bleib hier bewusst in der Spannung. Wer mag, kann sich auch gerne hier mal richtig groß mit dieser Bewegung von vorne nach hinten schieben. Schau dann, wenn du die Bewegung vergrößerst, dass die Arme nicht irgendwas machen, sondern dass du die Ellenbögen beide in Schulterbreitenabstand behältst, die gerne aufsetzt und dich dann wieder so nach vorne und oben aufschichtest. Dann kommen wir schon wieder im Vierfußstand an. Aktives Core. Wir wollen noch was für die Handgelenke tun, bevor wir uns dann später mit mehr Gewicht auf den Arm abstützen. Und fang mal an, uns jetzt hier vor und zurück zu schieben. Schau, dass du wirklich mit deinen Schultern über die Linie deiner Fingerkuppen kommst. So spürst du dann automatisch, dass du mehr Gewicht nach vorne in deine Fingerknöchel und wirklich in die Länge der Finger bringst und somit deine Handgelenke schonst und entlastest. Machen wir noch ein letztes Mal. Dann halte ich hier wieder. Wir drehen jetzt die Hände so um, dass die Fingerkuppen zum Körper, zu den Knien hin zeigen. Die Finger wieder auffächern, Schulter nach hinten ziehen. Und dieselbe Bewegung. Schieb dich hier wieder sanft vor und zurück. Schau, dass du dann nur so weit nach hinten gehst, dass nicht das passiert, sondern lass deine Hände und vor allem den Handgelenksansatz wirklich am Boden aufliegen. Auch hier noch ein letztes Mal. Dann kommen wir wieder zurück, Ausgangsposition. Wir setzen die Hände wieder ganz normal auf, steigen jetzt mit einem Fuß nach dem anderen nach hinten, kommen so in einen ersten Stütz. Aktives Core, schau, dass du hier nicht durchhängst. Eher sogar so ein bisschen mit runden Rücken nach oben rausdrücken, sodass wir auch die Schulterblätter hier sanft auseinanderdehnen. Selbe Bewegung, wir schieben uns wieder vor und zurück und schauen, dass wir auch hier mehr Gewicht nach vorne in die Länge unserer Finger bekommen und somit die Handgelenke entlasten. Ein letztes Mal, dann einmal noch kurz die Knie wieder abstützen. Auch hier drehen wir jetzt die Hände um, sodass die Fingerkuppen wieder zu uns zeigen. Kann sich, wenn wir gleich in den Stütz kommen, ein bisschen komisch, ein bisschen instabil anfühlen. Sonst mach einfach nochmal dasselbe im Vierfußstand. Wer möchte, kommt mit, steigt wieder nach hinten und auch hier schieb dich vor und zurück. Aktives Core und jetzt dieses Mal genau umgekehrt. Jedes Mal, wenn du dich nach vorne schiebst, schau, dass du deine Fingerkuppen noch fester in die Matte drückst. Letztes Mal schon. Und dann die Knie ablegen, die Hände wieder klassisch abstützen und entspann dich einmal in der Kinderseite. Dreh dafür die Handfläche nach oben. Entweder lass dich im normalen Kind auf deine Oberschenkel sinken oder wer möchte, vor allem wenn du verkürzt bist, dann unbedingt, komm in die tiefe Kinderseite. Hier kurz tief durchatmen. Und dann erde deine Hände wieder gleichmäßig. Stell deine Zehen auf, Füße in hüftbreiten Abstand und komm in einen ersten Downward Facing Dog. Den kannst du hier auch erstmal wieder dynamisch angehen und deine Beine und auch deine Hüften hier mal gemütlich durchbewegen. Wer möchte, kann auch den Kopf einfach mal hängen lassen und den Kopf hier einfach mal gemütlich ausschütteln. Nutze jetzt hier deine gestärkten und aktiven Hände und Handgelenke und schau, dass du dein Gewicht wirklich gleichmäßig verteilst. Du solltest hier keine so Spinnfinger machen, sondern lass die Finger wirklich flach auf die Matte aufliegen. Vor allem die Fingerkuppen, wenn du die jetzt fest in den Boden drückst, helfen dir, dass du mit den Händen nicht nach vorne rutschst, sondern dass du hier wirklich stabil und geerdet bleiben kannst. Wir halten das schon in der Bewegung. Mit der nächsten Einatmung roll ich jetzt mal wie so eine Welle, die durch deinen Körper fließt, nach vorne. Komm so in den Stütz. Mit der Ausatmung beug die Beine leicht an. Geführtes Hohlkreuz und schieb dich wieder mit dieser Länge nach hinten in den Mund zurück. Machen wir insgesamt 5 Mal. Komm langsam kontrolliert nach vorne. Und mit deiner Ausatmung schieb dich wieder nach hinten und schieb deine Hüften und dein Steißbein weit nach hinten und oben Richtung Decke. Gleich haben wir es schon geschafft. Auch hier jedes Mal wieder, wenn du nach vorne kommst, roll deine Schultern zurück, sodass du hier deine Schulterblätter bewusst mit deinem oberen Rücken verbindest und hier wirklich Stabilität schaffst.
Atme letztes Mal. Komm nach vorne. Und schieb dich zurück. Hier halten wir. Streck dich nochmal lang und dann lauf mit deinen Füßen in vielen kleinen Schritten nach vorne zu den Händen hin. Dann kannst du die Füße mal ganz gemütlich hüftbreit aufstellen und schwing dich hier aus. Du kannst insgesamt den Oberkörper von Seite zu Seite pendeln, auch den Kopf nochmal gesondert ausschütteln. Wichtig, wir bleiben in den Beinen wieder leicht angebeugt, so kann unser unterer Rücken besser entspannen. Dass der dabei aber nicht überstreckt, halte den Bauch weiter aktiv und zieht der Nabel nach hinten. Letzter Atemzug schon hier. Dann kannst du die Arme wieder lösen und nimm dir Zeit, dass du einen Wirbel auf den nächsten setzt und dich so langsam nach oben zum Stehen ausrichtest. Auch der Kopf bleibt bis zum Ende noch stehen. Dann roll deine Schultern zurück und heb deinen Scheitel nach oben ein. Hier im Stehen angekommen. Schau, dass du deine Füße jetzt, wenn es für dich angenehm ist, zusammenlegst, sodass die Fußballen sich berühren. Aktiver Stand, aktives Core. Mit deinem nächsten Atemzug nimm die Arme lang nach oben. Wer möchte, kann in so eine kleine Rückwärtsbeuge kommen. Einatmen, wieder lang strecken und mit deiner Ausatmung komm jetzt bewusst in die tiefe Vorwärtsbeuge. Wenn es geht, setz deine Fingerkuppen auf, sodass du dich mit Hilfe deiner Arme noch aktiver hier in diese stehende Vorwärtsbeuge hineinbringen kannst. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, aktiver Oberkörper, parallel zum Boden. Auch der Nacken bleibt lang und der Scheitel schiebt nach vorne. Ausatmen, senk dich wieder an und mit deiner nächsten Einatmung komm mit geradem Rücken wieder nach oben. Wieder, wer möchte. Ausatmen, kleine Rückwärtsbeuge. Einatmen, hole wieder Länge, Scheitel hebt nach oben an, Schultern fließen tief. Ausatmen, komm wieder den ganzen Weg nach unten. Blick geht zu den Schienbeinen, dein Scheitel strebt nach und nach weiter zu den Zehenspitzen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, komm wieder nach unten. Einatmen, richte dich wieder auf und komm nach oben zum Stehen, halte hier oder komm wieder mit in diese kleine sanfte Rückbeuge. Einatmen, streck dich nach oben, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Halbe Vorwärtsbeuge, halte hier, schiebe jetzt bewusst deine Hüften nach hinten, deinen Scheitel nach vorne und dann löse deine Hände von den Beinen, fäche die Finger auf, sodass die Handflächen nach oben zeigen und ziehe so deine Schulterblätter sogar noch weiter nach hinten zurück. Hier halten wir noch einen Atemzug. Mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme lang nach vorne, sodass deine Oberarme neben deine Ohren kommen, ohne die Schultern zu lösen. Finde dennoch Spannung bis in die Fingerspitzen und ziehe mit deinen Fingern fest nach vorne. Letzter Augenblick schon. Hol die Länge. Mit deiner Ausatmung schwing deine Arme jetzt nach hinten durch, verschränk deine Finger und lass deinen Oberkörper wieder nach unten sinken. Wichtig, schau, dass du die Arme nicht auf deinen Rücken ablegst, sondern lass die Arme hier frei nach vorne ziehen. Wer mag, kann genauso bleiben, ohne hier in so eine gemütliche Drehbewegung übergehen. Einmal noch jede Seite. Dann halten wir wieder in der Mitte, löse die Hände voneinander und dann schwing deine Arme wieder nach vorne durch und kommen so direkt in die Chair Pose. Wir aktivieren wieder unseren Core, zieh deine Nabel nach innen, sodass wir Länge im unteren Rücken schaffen. Das Gesäß schiebt nach hinten, du kannst hier ein bisschen mehr Gewicht in die Fersen geben und dann schauen wir, dass du die Knie beide nach hinten holst. Kurz Augenblick noch, setz dich gerne ein bisschen tiefer, kleiner bequemer Stuhl. Und ausatmen, stützt die Hände wieder auf und steigt. Oder wer möchte, kann auch nach hinten springen, direkt in den Stütz. Wir machen ein erstes Vinyasa gemeinsam. Mit deiner Ausatmung komm ins Chaturanga oder leg dich ab und schieb dich von hier aus in die Cobra oder auch in den Aufstand weiter. Die Schultern fließen wieder zurück und schau, dass du dein Schussbein hier weit nach oben anhebst. Auch den Scheitel wieder länger. Von hier aus gerne Reverse Chaturanga oder schieb dich auch direkt in den herabstehenden Hund zurück. Hier wieder einrichten. Finde wieder eine stabile Ausrichtung in diesem Asana. Mit deiner nächsten Einatmung heb jetzt einmal dein rechtes Bein an. Spitz deine Zehen. Ausatmen.
Schau dich nach vorne und halte dein rechtes Bein hier gestreckt in der Luft. Einatmen, komm zurück in den Treiber im Mund und ausatmen, schau dich wieder nach vorne. Einmal noch so, schieb dich nach hinten und ein letztes Mal bring deine Schultern über deine Handgelenke, Körpermitte bleibt stark und stabil und dann finde dich auch schon wieder im Treiber im Mund ein. Beug jetzt hier dein rechtes Bein und dann fang mal an, aus deiner Hüfte raus hier große Kreise zu ziehen. Lass deinen Rumpf dabei stabil und parallel zu Boden bleiben. Dann einmal die Richtung wechseln. Letztes Mal. Dann mach hier bewusst in der Hüfte auf und schau dich direkt wieder so nach vorne. Setz deinen Fuß zwischen deinen Händen auf und lass dein linkes Knie auf die Matte sinken. Du kannst, wenn du magst, die Matte hier einmal umfalten, damit dein Knie so ein bisschen gemütlicher abgepolstert ist. Hier wechseln wir mal ganz locker und sanft zwischen Low und Runners Lunge. Der Oberkörper bleibt wieder aktiv und lang und schau, dass deine Hüfte wirklich gerade ist, sodass du jetzt vor allem, wenn du nach hinten kommst, die linke Hüfte ein bisschen weiter nach vorne schiebst und die rechte Hüfte weiter nach hinten ziehst. Ein letztes Mal. Dann halten wir hier vorne im Low Lunge. Richte dich ein, level deine Hüften und schau, dass du die Kontaktpunkte deiner Beine erdest. Also drück jetzt dein linkes Knie, deinen rechten Fuß nach unten und zieh die Beine in Seiten zueinander. Hier halten wir, Hände lösen und komm nach oben. Hier einmal Länge finden, dann verbinde deine Handflächen, drück sie gegeneinander und bewege jetzt deinen Oberkörper in so einer kleinen Bewegung von links nach rechts. Damit es nicht wackelig wird, fang wirklich erst mit einer kleinen Bewegung an und stabilisiere dich mit deinen Beinen, dass du hier aktiv nach unten drückst und die Beine zusammenholst. Dann halte schon wieder in der Mitte, löse die Hände voneinander, bring die linke Hand außen auf dein rechtes Bein und dann lehne dich zur linken Seite. Die linke Schulter fließt zurück und der rechte Arm zieht jetzt über deinen Kopf nach links. Schau, dass du mit deinem rechten Bein sanft nach außen schiebst, sodass du dich mit der linken Hand hier so nahezu einhaken kannst, sodass du dich hier wirklich stabil fühlst und nicht das Gefühl hast, du könntest jetzt zur linken Seite umkippen. Einatmen, richte dich wieder auf und mit deiner Ausatmung stützt die Hände jetzt ab, erde die linke Hand und wieder mit deinem nächsten Atemzug hebt den rechten Arm an. Ziehe einmal den Arm weit nach oben und dann fang jetzt hier an, im Uhrzeigersinn große Kreise zu ziehen. Schau, dass du den Arm wirklich lang streckst. Jedes Mal, wenn du jetzt den Arm hier nach vorne holst, solltest du spüren, dass sich dein Oberkörper noch weiter zur Seite hin öffnet und hier so ein Gefühl von Größe entsteht. Dann halte hier einmal kurz inne. Wer mag, stellt jetzt die Zehen auf vom linken Fuß und hebt das Knie ab. Aktiviere dann dein linkes Bein und ziehe auch hier nochmal bewusst beide Beine zusammen und dann komm wieder zurück in diese kreisende Bewegung. Wenn dir das gerade noch zu viel sein sollte, kannst du auch einfach dein linkes Knie abgestützt behalten. So oder so in beiden Varianten, entweder High oder Low Lunge, wir halten auch schon. Und dann schau, dass du hier nochmal mehr Länge holst und dich ein Stückchen weiter zur Seite hin aufstellen kannst. Die Hüfte bleibt gerade und versuch jetzt die rechte Hüfte noch ein bisschen weiter nach unten zu drücken. Ausatmen, setz deine rechte Hand wieder auf und steig auch schon nach hinten in den herabstehenden Hund zurück. Hier gerne nochmal kurz auf der Stelle laufen, auslockern oder direkt nach vorne kommen und ins Vinyasa übergehen. Du kannst das Vinyasa jederzeit mitmachen, gerne aber auch zwischendurch auslassen, indem du entweder einfach im Hund hältst oder auch eine Pause in Balasana, in der Kindeshaltung einnimmst. Bevor wir weitergehen, 5 Atemzüge hier. Schau, dass du dich wieder bewusst mit all deinen Gedanken vollkommen aufmerksam hierher holst
Und wieder ganz achtsam deine eigene Atmung wahrnimmst. Für die zweite Seite schon. Heb dein linkes Bein an, spitz deine Zehen, versuch mit deinem Bein die Länge in deinem Rumpf weiter zu führen. Mit deiner nächsten Ausatmung roll dich die Maschine nach vorne und einatmen, schieb dich wieder zurück. Zweimal noch so. Letztes Mal. Schultern kommen genau über die Handgelenke und dann schieb dich wieder mit Länge zurück. Beug dein Bein und fang auch hier wieder an. Erstmal in eine Richtung große Kreise zu ziehen. Der Rumpf bleibt wieder gerade und parallel zu deiner Matte. Arme die Richtung wechseln. Letzter Kreis, dann halten wir. Dreh dein Knie wieder nach oben, also öffne aus deiner Hüfte. Und von hier aus mit dieser Hüftöffnung komm nach vorne. Vorne angekommen, setz deinen Fuß auf und lass dein rechtes Knie in die Matte sinken. Auch hier wieder kannst du, wenn du magst, gerne die Matte umschlagen, dass du dein Knie abäußerst. Und wir finden erstmal wieder dynamisch in diese Hüftöffnung hinein. Die Hände kannst du entweder flach aufsetzen, wenn es sich gut ausgeht, gerne auch auf die Fingerkuppen so ein bisschen weiter nach hinten kommen, dass du dich hier auf jeden Fall gut und stabil abstützen kannst. Einmal mehr, dann halten wir. Erde wieder deine Kontaktpunkte, dass du stabil bist. Leere deine Hüften und dann heb deinen Oberkörper, heb deine Arme nach oben an. Setz dich hier wirklich in diese Hüftöffnung hinein. Dann verbinde auch schon deine Handflächen und beginne hier locker von Seite zu bewegen. Die Schulterblätter ziehen nach hinten und unten und dein Scheitel richtet nach oben auf. Dann finde dich wieder in der Mitte ein. Bring jetzt die rechte Hand auf deine Oberschenkel. Halte mit dem Bein hier schon dagegen, roll beide Schultern nochmal zurück. Und dann beginne ich hier zur rechten Seite zu lehnen. Hier kannst du dich wirklich wieder mit deinem rechten Arm stabilisieren und so ein bisschen zur Seite reinhängen lassen. Zieh mit deinem linken Arm, mit deinen Fingerspitzen nach oben hin. Hol dich hier länger, um deine komplette linke Flanke zu öffnen. Mit deinem nächsten Atemzug komm wieder nach oben, lenk beide Arme, stütz deine Hände wieder ab, erde jetzt vor allem die rechte Hand und öffne dich zur linken Seite. Komm hier kontrolliert in diesen Twist und dann beginne schon mit dem linken Arm jetzt gegen den Uhrzeigersinn zu kreisen. Dass du den Arm weit nach hinten streckst und genauso lang wieder nach vorne holst. Spür auch hier jedes Mal, wenn du den Arm hier nach vorne ziehst, dass du dich automatisch zumindest ein kleines bisschen weiter zur Seite öffnest und mehr Weitenöffnung in deinem Oberkörper findest. Letzter Kreis hier, dann halten wir hier vorne. Du kannst so bleiben und auch gerne das Knie abheben für den Highland. Erde dann vor allem den Fußballen und zieh jetzt beide Füße fest zueinander und dann kommst du wieder zurück in diese kreisende Bewegung. Was es für den Nacken langsam zu viel sein sollte, kannst du den Kopf auch einfach hängen lassen, den Blick nach unten richten oder was für dich persönlich jetzt bequem ist. Wir halten, linker Arm zieht nach vorne, wir leveln die Hüften und versuch dich hier nochmal in dieser gedrehten Position vom High Lunge aufzurichten. Letzter Atemzug und dann löse auf, setz deine linke Hand wieder ab, steig nach hinten zurück, herabschauen und gerne auf die Stelle bewegen. Gerne auch einfach halten, direkt ins Kinn kommen oder komm nochmal mit mir mit nach vorne ins Vinyasa. Wenn du dann schon wieder im Hund angekommen bist, lauf mal langsam mit deinen Händen in kleinen Schritten zu deinen Füßen. Hier den Oberkörper nochmal halb anheben, dass du dir Länge holst und dann lass dich mit dieser Länge wieder zu deinen Füßen sinken. Du kannst auch gerne deine Hände von hinten gegen deine Waden drücken, sodass du dich ja automatisch nochmal näher zu deinen Beinen heranholst
und tiefer in diese Vorwärtsbeuge kommen kannst. Von hier aus kommen wir an den matten Anfang, indem du jetzt mal die Hände vorne abstützt. Ungefähr eine Unterarmlänge von den Füßen entfernt. Dann roll dich auf deine Zehenspitzen, sodass du die Schultern über deine Hände beschränkst. Und dann versuche hier möglichst kontrolliert nach vorne zu kommen. Wieder die Hände aufsetzen, auf die Zehenspitzen kommen und fließend kommen nach vorne. Auch hier gib so viel Gewicht als möglich nach vorne in deine Fingerkuppen. Einmal geht noch. Und wenn du da vorne bist, Füße zusammenstrecken, absenken, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, senk dich wieder nach unten ab und mit deinem nächsten Atemzug komm zurück in den Stuhl. Hier wieder den Rücken längen, Bauch aktivieren, dann schon einmal die Hände vor dein Herz zusammen, die Unterarme bilden eine Linie und ausatmen, dreh dich zur rechten Seite auf. Die Knie bleiben auf einer Linie. Kannst auf deine Knie schauen, dass sich das linke Knie jetzt nicht vor dein rechtes schiebt. So machst du sicher, dass deine Hüften hier nicht mitdrehen und du keinen Druck im unteren Rücken aufmachst. Indem du jetzt die rechte in die linke Hand schiebst und den linken Ellbogen gegen dein rechtes Knie, kommst du nach und nach noch weiter in diesen Twist. So hilft die Kraft deiner Arme dir dabei, diese Drehung zu vertiefen. Wir kommen schon nach vorne, Arme durch die Länge finden, Gesäß nach hinten sinken lassen und weiter geht's zur linken Seite. Jetzt schau, dass dein rechtes Knie nicht vor dein linkes schiebt und beginn dich langsam zur Seite aufzudrehen. Drück jetzt die linke in die rechte Hand. Wichtig, dass dabei die Unterarme genau eine Linie bilden und den rechten Ellbogen gegen den linken Oberschenkel. Langsam komm nach vorne und richte dich zum Stehen auf. Verschreckt die Arme nach oben anheben und ausatmen. Gebt die Hände vor dein Herz zusammen. Heb hier Arme direkt, dein rechtes Knie an. Schau auf einen Punkt vor dir, irgendwas, was sich nicht bewegt, dass es dir leichter fällt mit deiner Balance. Und dann zieh jetzt hier mal mit beiden Händen dein Knie nach oben rein. Schau, dass du nicht direkt auf den Brustkorb ziehst, sondern eher Richtung Schulter, dass du hier mehr Platz hast. Dann bring die Hände vor dein Herz zusammen und dann fang hier mal an, wieder im Uhrzeigersinn aus deiner Hüfte zu öffnen. Muss gar nicht schnell sein, die Bewegung. Schau, dass du eher größer bist in deiner Bewegung und hier bewusst deine Hüfte mobilisieren und öffnen kannst. Letzter Kreuzabstand. Dann zieh dein Knie noch mal ran, flex deinen Fuß. Öffne jetzt bewusst aus der Hüfte und leg deinen Knöchel auf deinen Oberschenkel ab. Gib die Hände wieder vor dein Herz zusammen und dann komm jetzt hier nochmal langsam nach unten, quasi so einbeinige Chair Pose. Wieder lange Rücken, wir setzen uns nach hinten, wichtig. Die Zehen bleiben hier angezogen, dass unser Knie stabil ist. Du kannst hier bleiben. Wenn das wackelig ist, kannst du auch die Arme zur Seite öffnen. Kannst du natürlich auch sonst machen für die volle Dancing Schieberhaltung. Hier aufrichten, den Oberkörper und dafür nochmal tiefer setzen. Kurz noch halten. Und langsam komm wieder zurück nach oben. Stell den rechten Fuß wieder auf und weiter geht's zur zweiten Seite. Zieh dein linkes Knie nach oben. Oberkörper aufrichten, erstmal wieder mit beiden Händen. Hol dein Knie zu dir nach oben heran. Dann bring die Hände wieder vor dein Herz zusammen. Du kannst auch die Hände aktiv ineinander drücken. Gib dir hier ein bisschen mehr Stabilität. Fokussiere dich wieder auf einen Punkt vor dir und fang an, wieder deine Hüfte zu öffnen. Schau, dass du hier aus deiner Hüfte raus große Kreise nach außen ziehst. Unser Standbein ist weder super gebeugt noch nach hinten durchgedrückt. Schau, dass du hier die Mischung findest, dass du wirklich dein Bein aktivieren kannst. Unser letzter Kreis, dann heb dein Knie nochmal nach oben, flex den Fuß, öffne aus der Hüfte, die Zehen bleiben angezogen und setz dich wieder nach unten, Dancing Schieber. Du kannst die Hände hier behalten oder wieder zur Seite hin öffnen. Langsam, komm tiefer und tiefer.
Wir bleiben noch. Die letzten 2 Atemzüge hier. Nutzt diese nochmal mehr Stabilität aus, den Schrumpf zu holen. Und dann komm nach oben. Wer mag, schön kurz die Beine aus. Auch gerne deine Arme, die Schulter mal lockern. Dann setz deine Füße wieder parallel auf. Einatmen hier, zieh deine Arme in die Höhe und mit deiner Ausatmung senk dich ab. Halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, bring die Hände zur Matte, steig oder behüpte, spring nach hinten in den Stütz. Entweder kannst du dich direkt in den Hund schieben oder komm mit ins Vinyasa. Wenn du wieder hier im Hund angekommen bist, heb jetzt mal dein rechtes Bein nach oben an und roll dich direkt nach vorne, setz deinen Fuß hier auf. Linke Ferse bleibt für den Moment noch in der Schwebe und wir kommen langsam nach oben in den High Lunge. Ausatmen, öffne dich für den zweiten Krieg. Die Füße stehen jetzt beide flach und vollständig auf und dann wipp hier mal sanft in die Beugung von deinem rechten Bein hinein. Und wenn du hier in diese wippende Position gehst, schau, dass dein Knie nicht nach innen kippt, sondern dass dein Knie und deine Zehenspitzen hier genau auf eine Linie deuten. Dann langsam halte hier. Dreh einmal deine rechte Handfläche nach oben. Dreh dich jetzt mit Länge nach vorne. Ausatmen. Nimm diese Länge mit nach hinten in den demütigen Krieger. Auch hier nochmal. Komm direkt in so eine kleine wippende Bewegung, bevor man beim demütigen Krieger sehr gerne aus der Beugung vom rechten Bein hinausgeht. Deswegen versuche ich nochmal bewusst, sich gleich wieder tiefer zu setzen. Und dann halte auch schon. Schau, dass jetzt die rechte Flanke wieder öffnest, beide Schultern von den Ohren wegziehst und mit deiner Körperrückseite hier möglichst eine Fläche darstellen kannst. Einatmen. Komm wieder nach oben zum Stehen und mit der nächsten Ausatmung zieh es wieder nach vorne und unten. Entweder stützt deine Hand auf der Innenseite von deinem Fuß ab oder wenn du einen Yoga-Block oder ein Buch oder sonstiges hast, kannst du auf deine Hand hier erhöht abstützen. Linker Arm zieht nach oben und beginn hier nach und nach wieder beide Schultern nach hinten zu drücken, sodass du mit deiner Körperrückseite wieder eine Fläche bildest. Letzter Augenblick. Ausatmen. Setz deine linke Hand auf. Linke Ferse hebt dafür wieder ab. Du kannst, wenn du möchtest, hier bleiben und dich dann gleich hinsetzen, so einsteigen. Wer möchte, nimmt den direkten fließenden Übergang, den du jetzt einmal den rechten Fuß anhebst und dich nach hinten aufdrehst für den Innen Rockstar. Hier dein Core wieder aktivieren. Schau, dass du deine Hüften weit nach oben Richtung Decke ausrichtest. Und von hier setzen wir uns auch schon hin. Wir strecken einmal das linke Bein und dann bringen den rechten Knöchel auf den Oberschenkel. Linke Zehen ziehen zu dir ran. Einatmen, lehn dich nach oben und ausatmen, nimm die Länge mit und lehn dich nach vorne. Sollte diese Variante für dich vom Knie her oder sonst irgendwie unangenehm sein, gib einfach den Fuß auf die Innenseite und mach hier dieselbe Bewegung. Nutze hier zum einen wieder einen aktiven Rumpf, aber auch die Kraft deiner Arme, um dich hier nach vorne hinzulenken. Letzter Augenblick. Und dann kommen wir langsam nach oben zu sitzen. Wir kommen in den spielerischen Part der heutigen Stunde. Ich zeige euch ein paar Variationen, was ihr davon machen könnt. Schau mal, dass du jetzt wieder, wenn es geht, den Knöchel auf deinen Oberschenkel bringst. Linkes Bein bleibt aktiv und dann stützt deine Hände nahe neben dir auf. Lehn dich leicht nach vorne und dann heb hier einfach mal dein Gesäß an. Zweites Mal, stützt dich hier nach oben ab. Und dann beim nächsten Mal, halte
und schau mal, ob du deine Ferse ebenfalls anheben kannst. Ist von der Kraft her definitiv anstrengend, deswegen zeige ich dir auch noch eine zweite Variante, bei der du mehr Öffnung in der Hüfte brauchst. Schieb einmal dein rechtes Bein nach außen, stütz deine rechte Hand so ab, dass du jetzt deinen Arm leicht anbeugen kannst und deine Ellenbogen unter deiner Kniekehle hindurch schiebst. Platziere dann beide Hände wieder so wie zuvor und dann komm wieder nach oben. Wenn du jetzt mit in diese Variation gegangen bist, spürst du gleich, der Schwerpunkt ist ein bisschen verlagert, macht es deutlich einfacher. Wieder lösen. Stütz dann aber die rechte Hand hier hinter dir ab und komm hier nach oben. Linker Arm und der Kopf dürfen wieder entspannen. Alles hier einfach mal hängen lassen. So dehnen wir jetzt vor allem auch die Länge von unserem linken Bein, hier die Vorderseite und auch unsere Bauchmuskeln, die gerade doch viel zu tun hatten. Langsam wieder auflösen. Ich habe mich jetzt gedreht. Wir schauen, dass wir wieder genauso zurückkommen, wieder genauso auflösen, wie wir zuvor in die Haltung hineingekommen sind. Komm so wieder zurück in den treibenden Hund und wer möchte, kann hier direkt ein dreigliedriges Vinyasa anschließen. Und wieder im Hund, 5 Atemzüge hier oder gerne auch mach eine Pause in der Kinnseite. Dann schon für die zweite Seite, heb dein linkes Bein in die Höhe an und komm nach vorne. Setz deinen Fuß hier auf, einatmen, komm nach oben und mit deiner Ausatmung dreh dich auf, Krieger 2. Wir erden wieder beide Fußsohlen vollständig und dann wipp hier gleich nochmal dynamisch in diese Öffnung und in die Beugung jetzt von deinem linken Bein hinein. Halte dann schließlich, linkes Knie kommt genau über dein Knöchel, dreh die linke Handfläche nach oben, streck dich einmal lang und mit deiner Ausatmung komm nach hinten in den demütigen Krieger. Hier gleich noch einmal diese dynamische Bewegung. Schieb dein Knie nach vorne auf eine Linie mit deinen Zehenspitzen und genau auf eine Höhe mit deinem rechten Knöchel. Linker Arm lenkt nach hinten und schaffst du wieder beide Öffnungen in deiner Flanke. Letzter Augenblick. Dann komm wieder nach oben, richte dich auf. Ausatmen, zieh mit dem linken Arm nach vorne und komm hier in diese abgestützte seitliche Winkelhaltung. Wir drücken den Schultergürtel nach hinten, vor allem jetzt die rechte Schulter, um uns aufzudrehen und die linke Schulter gegen unser Bein, um uns hier zu stabilisieren. Öffne nach und nach, nochmal mehr beide Hüften. Noch 2 Atemzüge hier. Und dann setz auch deine rechte Handschiene auf. Die rechte Ferse hebt ab. Du kannst, wenn du magst, hier bleiben oder auch hier direkt mitkommen in den Inner Rockstar, sodass du jetzt mit links nach hinten steigst, auf deinem rechten Fuß mitdrehst und dich hier einmal um 180 Grad umdrehst. Kannst deinen Kopf und den linken Arm hier einfach entspannt hängen lassen. Und von hier aus setzen wir uns auch schon wieder hin. Wieder 2 Varianten. Entweder bringen wir den Knöchel auf den Oberschenkel oder leg den Fuß auf die Innenseite. Streck dich lang nach oben und mit dieser Länge lehne dich nach vorne. Halte dich dort an, was sich für dich gut ausgeht und ziehe dich nach vorne hin. Mit deinem nächsten Atemzug komm langsam wieder nach oben. Spätestens jetzt solltest du den Knöchel auf dem Oberschenkel ablegen. Bring die Hände wieder sehr nah zum Körper, lehne dich leicht nach vorne. Wichtig, ich zeige es mal von der Seite. Wenn du hier hinten bist, ist es relativ unmöglich, hier was die Ferse mitzunehmen. Deswegen schau unbedingt, dass deine Hand hier circa Mitte bei deinem Oberschenkel platziert ist. Und dann stützt dich hier auch schon in kleinen Bewegungen nach oben ab.
Du kannst bei dieser Bewegung bleiben oder schau mal, ob du zumindest für einen kurzen Moment deine Ferse anheben kannst. Wieder auf Variante 2, bei der du dein linkes Bein hier über deinen linken Arm gibst, die Hände wieder sehr nah zusammengeben und komm dann so nach oben. Stütze dich ab. Vor allem dein rechtes Bein bleibt stark und aktiv. Dann löse dich wieder auf, gib die linke Hand hinter dich und mach hier auf. Öffne hier den Rumpf, rechter Arm und den Kopf können wir entspannt nach hinten loslassen. Und dann setz dich wieder hin und schau, dass du wieder so in die Haltung zurückkommst, wie wir vorhin in sie hineingegangen sind. Linkes Bein zieht wieder nach oben, du kannst den Fuß direkt aufstützen oder auch hier wieder in ein dreigliedriges Vinyasa kommen. Von hier aus kannst du entweder nach vorne steigen oder nimm den Blick nach vorne, beug die Beine leicht an und spring zwischen deine Hände. Halbe Vorwärtsbeugung. Ausatmen, senk dich nach unten hin ab. Und einatmen, komm nach oben zum Stehen. Gib die Hände vor dein Herz. Einatmen, lenk dich. Mit deiner Ausatmung beug dich wieder nach vorne und dann komm wieder direkt mal auf deine Knie. Bring die Knie wieder in Hüftbreitenabstand. Die Füße liegen direkt dahinter. Wir nehmen einmal die Arme lang nach oben. Wichtig, wir wollen jetzt keine Rückbeuge machen, wir wollen nochmal unser Core stärken. Dafür lehne ich einmal gerade nach hinten und ausatmen, komm wieder nach oben. Einatmen, ganz gerade, von den Knien aufwärts, komm in eine Linie zurück. Schau, dass du hier so langsam als möglich, ohne Schwung, dich vor und zurück bewegst. Machen wir noch ein letztes Mal, dann halten dich hier hinten. Wir bringen die Hände wieder vor dem Herzen zusammen. Lehne dich zurück und beginn dich von Seite zu Seite zu drehen. Immer mit deiner Ausatmung. Drück hier einen Ellbogen nach hinten und komm mit deiner Einatmung wieder zurück zur Mitte. Unser Core bleibt so stark als möglich, um dich hier zu stabilisieren. Ein letztes Mal noch die zweite Seite. Dann halte, komm wieder zurück nach oben. Stütze direkt deine Hände ab und steige jetzt zur Entspannung und zur Entlastung direkt wieder nach hinten in eine Raufstellung. Einfach hier innehalten oder beweg dich gemütlich auf der Stelle. Einmal noch kurz durchbewegen. Dann halte wieder inne und schau dich jetzt direkt nochmal Wirbel nach vorne hin. Und langsam kontrolliert, leg dich an. Sobald du liegst, spitze direkt deine Zehen, die Schultern ziehen nach hinten, aktives Core. Einatmen, komm nach oben in die Cobra und bleib hier direkt. Du kannst die Hände erstmal noch abgestützt behalten. Wer mag, kann auch gerne die Hände hinter deinem Rücken verschränken und schieb so deine Handrücken nach hinten zu den Fersen. Der Nacken bleibt lang und versuch dich hier wieder aus deiner Körpermitte heraus nach oben und unten in die Länge zu ziehen. Mit jedem Atemzug beginne ich nochmal weiter nach oben aufzurichten. Ziehe nach oben, schieb, wenn du die Hände gelöst hast, deine Handrücken nach hinten zurück und löse wieder auf. Stütze deine Hände ab und komm nochmal zur Entspannung von deinem Rücken in den Abstand und zurück. Atme hier nochmal bewusst durch. Du kannst auch gerne zwischendurch mal, wenn du möchtest, durch den Mund kräftig und bewusst ausatmen, um hier alles Angestaute bewusst loszulassen. Und dann kommst du wieder nach vorne und leg dich auf den Bauch. Dieses Mal verschränken wir jetzt die Finger hier vorne ineinander. Aktiviere schon mal deine Beine, aktiviere den Core. Dann leg hier mal deine Stirn zunächst noch gemütlich auf deinen Handrücken an und komm so nach oben. Die Schultern fließen zurück. Achte jetzt drauf, dass deine Hüfte stabil am Boden aufliegen bleibt. Ausatmen,
zieh den rechten Ellenbogen Richtung Hüfte. Ein, komm wieder nach vorne und ausatmen, komm zur linken Seite. Machen wir noch zweimal pro Seite. Versuch hier jedes Mal die Mitte zu nutzen, wenn du wieder zurückkehrst, um dich nochmal weiter nach oben hin aufzurichten. Letztes Mal schon. Halte hier. Drück dich nach oben raus. Und löse wieder auf. Leg ab, stütze deine Hände auf. Entweder komm ins Kind oder entspanne den Rücken im Herabstandhund. Gerne auch hier nochmal den Kopf ausschütteln. Einatmen, schraub dich wieder nach vorne und leg dich ausatmend auf den Bauch. Dieses Mal streck jetzt die Arme lange nach vorne hin. Aktive Beine. Mit der nächsten Einatmung zieh jetzt deine Arme näher zu dir ran und komm so nach oben. Ausatmen, rutsch wieder nach vorne. Ein, komm nach oben und ausatmen, streck dich wieder lang. Zweimal noch so. Stütz dich hier wirklich auf deine Handkanten ab, spür aber, wie auch wieder die Muskeln an der Körperrückseite dich hier nach oben ziehen. Halte dann hier in der Länge. Mit deinem nächsten Atemzug heb mal deinen linken Arm und dein rechtes Bein nach oben. Die Hüfte bleibt gerade. Ausatmen, leg wieder ab. Einatmen, rechter Arm, linkes Bein. Zweimal noch, jede Seite, jede Variation hier. Kannst den Kopf leicht angehoben halten oder auch deine Stirn gemütlich ablegen. Dann richte dich hier nochmal gut ein und mit deiner nächsten Einatmung heb alles, was möglich ist, vom Boden ab. Zieh deine Arme nach oben und versuch auch deine Oberschenkel so weit es möglich vom Boden wegzuheben. Brustkorb lenkt nach oben hin. Mit jeder Einatmung ein kleines Stückchen mehr. Letzter Augenblick schon. Heb alles nochmal mindestens 1 cm höher. Und entspann dich wieder. Stütz die Hände wieder ab. Entweder komm direkt in den Hund oder in die Kindeshaltung. Einatmen. Komm wieder nach vorne. Ein letztes Mal schon. Leg dich auf den Bauch. Beug jetzt deine Beine. Wichtig hier, wir strecken unbedingt die Hüften. Das schaffst du, indem du dein Gesäß anspannst und hier beide Hüftknochen fest in die Matte drückst. Mach das für deinen Rücken, wenn wir gleich in eine etwas tiefere Rückbeuge gehen. Deutlich gesünder und angenehmer. Greif dann einmal mit beiden Händen nach hinten. Du kannst entweder deine Füße greifen oder auch die Füße flexen und dich in dein Knöcheln einhalten. Gerne mal beides versuchen. Schau mal, was angenehmer ist. Hüfte strecken und mit deiner nächsten Einatmung komm langsam nach oben, hier in diesem Bogen. Dann kannst du den Kopf schon ein bisschen weiter anheben, sodass du eine gleichmäßige Linie entlang deiner Wirbelsäule findest. Du siehst wahrscheinlich auch schon bei mir, die Beine gehen automatisch auseinander. Versuch dann nochmal mit der Kraft deiner Oberschenkel die Beine ein bisschen näher zusammenzubringen. Schieb mit deinen Füßen so weit nach hinten, wie es angenehm ist, um deinen Oberkörper so weiter aufzurichten. Wir halten noch 3 bewusste Atemzüge lang. Und um langsam aufzulösen, leg die Beine wieder ab. Dieses Mal machen wir es uns bequem. Leg deine Stirn auf deinen Unterarm und lass deine Beine von links nach rechts kippen. Dann streck deine Beine auch schon nach hinten. Jetzt letztes Mal Herabstand Hund. Schieb dich zurück und dann spazier ganz gemütlich mit deinen Füßen zu deinen Händen nach vorne. Und wenn du vorne bist, setz dich direkt hin. Stell deine Füße vor dir auf, schau, dass du nach hinten bei deiner Matte genug Platz hast. Du kannst, wenn du magst, die Arme nach oben nehmen, dich gerne auch an den Beinen einhalten und schau dich so zum Liegen ab. Wenn du liegst,
Lass dein linkes Bein nach vorne ausgleiten, hol dein rechtes Bein zu dir und zieh jetzt mit beiden Händen dein Knie nach oben. Auch hier genauso wie vorne im Stehen, schau, dass du nicht auf deinen Brustkorb ziehst, sondern erstmal hier in die Hüftöffnung gehst und dein Knie zu deiner rechten Schulter holst. Dann gib einmal den rechten Arm zur Seite, erde dein Schulterblatt bleibt am Boden aufliegen, ausatmen, führe dein Knie nach links und dreh deinen Kopf zu deinem rechten Arm hin. Mit deiner nächsten Einatmung komm langsam wieder mittig zurück und wechsel direkt die Seite. Streck dein rechtes Bein aus, beug dein linkes Bein an und zieh dein Knie wieder in Richtung Schulter. Dann leg deinen linken Arm seitlich ab, erde dein Schulterblatt, ausatmen, komm Wirbel für Wirbel in die liegende Drehung. Dreh dein Bein so weit zur Seite, dass nicht das passiert. Lass dein Schultergürtel gerade aufliegen und lass deine rechte Hand locker auf deinem linken Bein ruhen, sodass du einfach mit dem Gewicht von deinem Arm hier dein Bein spürst. Wer mag, noch gerne die Augen hier schließen. Einatmen, finde wieder eine Rückenlage zurück. Hol nochmal beide Beine ran und dann komm direkt ins Happy Baby. Greife wieder deine Fußaußenkante, die Füße sind geflext und die Knöchel in einer Linie mit deinen Knien. Schau, dass die Wirbelsäule jetzt schon so lange als möglich am Boden aufliegt und dann beginn hier fest mit deinen Händen an deinen Füßen zu ziehen, dass sich zum einen auch deine Schulterblätter wieder auf der Matte ablegen und du möglichst deine Wirbelsäule vollständig nach unten drücken kannst. Mit einer kleinen schaukelnden Bewegung kannst du, wenn du möchtest, hier nochmal deinen Rücken massieren. Einmal noch, zieh kräftig nach unten. Spür auch diese angenehme Kompression in beiden Leisten. Dann löse den Griff. Strecke, wenn du magst, mal Arme und Beine nach oben aus. Und schüttel alles kräftig aus, hier im kleinen Berg. Und im Anschluss machst du auch schon für deinen Shavasana bequem. Schau, dass du wirklich angenehm liegen kannst. Streck deine Beine nach vorne aus. Lass die Zehen nach außen kippen. Richte auch deine Arme so aus, dass entweder deine Handflächen nach oben zeigen, sodass du spürst, dass hier mehr Weite und Öffnung in deinem Brustkorb entsteht. Oder wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand auf dem Unterbauch und die zweite auf deinem Brustkorb platzieren. Die Augenlider können wieder direkt schwer werden. Lass deine Augen einfach locker zufallen. Lass wieder die Kontrolle über deine Atmung los und lass deine Atemzüge direkt wieder etwas sanfter, ganz natürlich einfach fließen. Bleib gedanklich noch ganz hier bei dir und genieß noch für einige Augenblicke dein Shavasana. Gerne noch länger in deinem Shavasana liegen, solange es sich für dich gut anfühlt. Wenn du dann dein Shavasana beendest, dreh dich auf eine Seite, lass die Augen dabei möglichst noch geschlossen und richte dich ganz sanft nach oben zum Sitzen auf. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich hoffe, die heutige Yogastunde hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Namaste.